ist das ein Traum. Sjokmok. Heute ist der 28.12. Es ist minus 13,5 Grad und es ist kurz vor 9, also 9 Uhr etwa. In dieser Folge werden wir den nördlichsten Punkt unserer Reise erreichen. Wir werden einen Schneesturm überstehen. Ich werde für euch tanzen. Und ihr bekommt natürlich fantastische Winterlandschaften zu sehen. Also bleibt dran, vergesst nicht zu abonnieren. Ihr wisst, das ist besonders wichtig für unseren kleinen Kanal. Und wenn euch dieses Video gefällt, freuen wir uns natürlich sehr über einen Daumen hoch. I wanted an adventure. I wanted something new. Na, was suchst du, Dicke? I gave you half my heart and figured there is just no trust in you. Fool you, I Da, so. Das ist ein schönes Stück. Ach, Dicke. Muss ich dir das jetzt wieder ausgraben, oder was? Boah, ich kann mich echt gar nicht satt sehen im Augenblick. Das ist einfach nur der Hammer. Such! until I am strong enough, until I can break these cuffs. You and I, we tried so hard to make it. You promised me that you would never leave. Time and time again. Nach diesem einfach unglaublichen Morgenrot zieht sich das Wetter leider sehr schnell zu. Es fängt an mit Schneien und wir beschließen uns, auf den Weg nach Gällivare zu machen. Ich lasse mir natürlich nicht die Möglichkeit entgehen, noch ein bisschen im Schnee zu spielen. Doch bevor es nun auf die Straße geht, nutzen wir nochmal die Gelegenheit, das Wohnmobil frisch zu machen. Ach, und wisst ihr, woran man sieht, dass Weihnachten vorbei ist? Richtig, der Christstollen ist alle. So, und nun auf nach Gällivare. Never gonna get the best of me. Use you, I will use you, I will use you until I am strong enough, until I can break these cuffs. You and I, we met a Tuesday morning. Unterwegs treffen wir dann noch einen anderen deutschen Camper, dem leider ein Malheur passiert ist. Er wird aber bereits von einem norwegischen PKW aus dem Graben gezogen und das mittels eines kinetischen Seils. Ich bin echt erstaunt, wie das möglich ist. Zum Glück ist aber nichts passiert und alle können unbeschadet die Reise fortsetzen. Until I am strong enough, until I can break these cuffs. Als wir in Gällivare ankommen, ist es schon richtig stürmisch. Wir machen einen kleinen Spaziergang, aber so richtig Freude aufkommen will dabei nicht. Der Campingplatz hier in der Stadt hat zwar geöffnet, aber erklärt uns, dass wir mit unserem Wohnmobil da nicht stehen können und wir sollen doch hoch zum Dannredd fahren. Das versuchen wir dann auch. Allerdings stürmt es hier oben richtig. Und wie ihr sehen könnt, sind die anderen Wohnwagen schon ordentlich zugeweht. Von hier oben hat man zwar einen fantastischen Blick auf die Stadt nach unten. Wir haben uns dann ein Plätzchen gesucht und so hingestellt, dass der Wind möglichst wenig Angriffsfläche bietet. Doch nach wenigen Minuten und einem Check der Wetter-App entschieden wir uns, doch wieder runter in die Stadt zu fahren und einen deutlich weniger windigen Platz zu suchen. In der Nähe von einem kleinen Fluss finden wir dann auch einen schönen Platz, der vor allen Dingen windstill ist. Keine Ahnung, ob ihr das erkennt. Aber da oben ist einer mit einer Schneefräse auf seinem Dach und befreit das von Schnee und fräst da sein Dach gerade frei. Fertig. Ja, wir sind jetzt am nördlichsten Punkt unserer Reise angekommen. Ab jetzt geht's in die andere Richtung, geht nämlich wieder Richtung Süden. Wir haben sagenhafte 2184 Kilometer jetzt hinter uns. Wir sind in Gällivare. Ich hoffe, das spricht man so aus. Das ist im Prinzip der Ort, wo sich die E10 und die E45
kreuzen. Die E10, die dann Richtung Norwegen geht und die E45, die weiter Richtung Norden geht. Außentemperatur ist jetzt 1 Grad gegenüber gestern minus 22. Die Technik hat bis jetzt alles durchgehalten. Wir haben keine Ausfälle gehabt, hat alles super funktioniert. Ich hatte einiges noch nachgedämmt gehabt im Wohnmobil, das hat alles gut funktioniert. Das war gut so. Wir haben sogar noch vor die Schiebetür einen Vorhang gehabt bei den Extremtemperaturen. Auch das war recht sinnvoll. Eine umgestaltete Picknickdecke, die von hinten isoliert war. Nur mit so einer Richtig Folie. Mit so einer Folie, genau. Die hat richtig was abgehalten. Genau. Die haben wir dann vor die Schiebetür gemacht, dass beim Raus- und Reingehen nicht die ganze Wärme sofort rausflutscht. Wir haben ja vorne hier so Jalousien dran, die man an den Vordertüren zumachen kann. Die haben natürlich wenig Dämmwirkung und hatten uns vom Projekt Camper passend für den Sprinter noch Thermomatten nähen lassen. Die sind total super. Also wenn ich daran denke, diese komischen Foliedinger, die wir da von vorher aus dem Campingversand hatten, beim Ducato noch, also die ziehen sich nicht voll mit Wasser, die sind perfekt. Die sind astrein und die schieben wir praktisch hinter die Jalousien, noch dahinter. Und das macht auch nochmal richtig was, gerade hier vorne an den Scheiben, so dass wir noch nicht mal von außen irgendwas drauf machen mussten. Ich habe das zwar mit, aber das haben wir überhaupt nicht benutzt. So haben wir immer die Chance gehabt, von innen praktisch das beiseite zu machen und rauszugucken oder so. Wenn das von draußen dann von außen zugemacht ist, dann ist man so eingesperrt irgendwie, habe ich immer das Gefühl. Also das kann man echt nur empfehlen und genau. Kann man sich noch in seiner Wunschfarbe nähen lassen. Ja, gibt es verschiedene Designs noch. Die meisten Campingplätze, die haben irgendwie schon auf und die machen es auch möglich. Das ist überhaupt kein Thema. Wir wollten abends auf Campingplätze fahren, da wir mit dem Hund abends immer noch eine Runde gehen wollen. Und wenn man halt irgendwo im Wald steht und das total finster ist, dann ist das eher nicht so. Ist ja nichts geräumt, du versinkst Genau. ja im Schnee. Man hat halt nur die Straße, wo man hin und her laufen kann und das ist halt echt unschön. Und wenn das alles so dunkel ist, dann macht das auch nicht so viel Spaß. Wir haben dann auch immer irgendwas möglich gemacht, ob es war, dass sie uns eine Hütte aufgeschlossen haben, wo wir haben duschen können, wo wir Frischwasser machen können und so weiter. Alles super freundlich. Wir haben nie Probleme gehabt, dass wir nichts gefunden haben zum Stehen. Wir haben auch immer Frischwasser gekriegt, alles. Also definitiv Daumen hoch und definitiv wieder eine Reise wert. Was gibt es hier Besonderes in Schweden? Also was mich enorm überrascht hat, ist, hier funktioniert quasi alles mit Skidus. Also sobald hier Schnee liegt, Fahren die damit zum Bäcker. Ja genau. Und jetzt geht's ab nach Hause wieder. Aber nicht zu schnell. Wir hoffen, wir können euch noch ein paar schöne Bilder zeigen. How many smiles does it take to be happy? How many times do you have to feel lonely before you get the chance to meet someone? Before you get to meet someone like you? How many songs can you write about heartbreak? How to go on when you're fed up with mistakes? Maybe I just found the answers. Maybe I just found the answers in you. Come give me all your love. I want you to know we can make it together. Let the wind blow. All we need is each other. Come take my hand, you're all that I have now. I won't let you go. 'Cause I found it. Na Schatz, bist du im Schnee versunken? Bis zur Hüfte. Tja, wenn man im Winter draußen rumkauft. Take me away. I'm okay if I got you. We don't have to stay. We can do what we want to. Just give a little bit of your heart. Give a little bit of your heart to me. Weißt du, was du sagst? Bei 90 auf der Eispiste und dann während dem Fahren noch viel cool. Guck nach vorne, ich möchte nicht in der Schneewehe landen.
So, mein Schatz, die Straße hast du uns jetzt rausgesucht. Bist du dir sicher, dass wir die lang fahren? Das weiß ich noch nicht. Lass mal ein paar Meter gucken. Na, noch erkennt man die Straße. Hoffentlich bleibt das noch so ein bisschen weiter. Take me away. I'm okay if I got you. We don't have to stay. We can do what we want to. Rentierspuren auf der Straße im Schnee. Und das ist die Straße, die wir gerade lang fahren. Und hier sind wenig Autos lang gefahren, aber einiges an Skidos. Mal gucken, wie weit wir kommen. It's a hard thing to know that your soul will stay hollow. Even if I know that nothing lasts forever, it's not easy to let go. Can you love me again? Can things ever be the same? All I do is see things slipping through my fingers when he turns and walks away. Yes, there he goes. There he goes. All the things I wanna say, and maybe he'll listen someday. So, wir überqueren jetzt gleich den Polarsockel. Da am verschneiten Schild könnt ihr es erkennen. Didn't beg him to stay. Zum zweiten Mal. Na, wieder Richtung Süden jetzt, wieder Richtung Heimat. So. Und tada! Und Schatz, fühlst du dich jetzt besser? Es wird dunkel. There he goes. Yes, there he goes. I know I did him wrong. Now something is broken inside me. I got what I gave. I am worthy to feel this way. But I want him to know that nothing I did was to hurt him. And I'm sorry I gave him this burden. There he goes. Yes, there he goes. Yes, there he goes. Yeah, there he goes. So, das ist jetzt 14:30 Uhr ungefähr. Und es ist alles finster ringsrum. Das sieht zwar hier noch hell aus, das sind aber nur die Kamera und die Straßenlaternen und so weiter. Ansonsten, ihr könnt den Himmel erkennen. Das ist schon richtig finster. Wir sind jetzt wenige Kilometer südlich vom Polarkreis. So, die Chefin kocht und der Hund fixiert jede Bewegung. Könnte ja was runterfallen. Wir werden jetzt unser Abendbrot genießen. Emi bekommt noch ein extra Ei. Und damit wollen wir uns von euch verabschieden für diese Folge. Und bitte denkt dran, unseren Kanal zu abonnieren. Wenn ihr Fragen habt, dann ab damit in die Kommentare. Und ein Like wäre natürlich auch wunderbar. Bis zur nächsten Folge. Ciao.